In Düsseldorf am Medienhafen baut die Codic Development GmbH gerade den Misal Visions on Campus Gebäudekomplex. Lödige Industries unterstützt den Bauherrn mit dem Bau des größten vollautomatischen Parksystems in Deutschland. Entworfen wurde Misal durch das Architekturbüro Eller & Eller mit Sitz in Düsseldorf und Berlin. Wenn wir heute hier vor dem Gebäude stehen, was sehr einnehmend ist, weil es sehr volumetrisch ist, einen auch in seinem Bann zieht, dann denkt man fast, es könnte eine selbstverständlich sein. Aber man muss sich vorstellen, dass vor einigen Jahren wir auf diesem Grundstück waren und da gab es noch gar nichts. Guido Knümann, unser Auftraggeber von Codic, kam auf uns zu im Rahmen einer Akquisitionsphase, weil das Grundstück der Stadt Düsseldorf gehört hat. Was kann man eigentlich damit anfangen? Und wir haben ihn dabei unterstützt zu überlegen, wie könnte man das anders entwickeln. Für Misal hatten wir einen prägenden Arbeitsslogan: One Campus, Several Buildings and Countless Opportunities. Das war die Marschrichtung, um hier mit Eller & Eller, dem Planungsbüro, diesen Campus auf diesem Grundstück zu realisieren. Am Anfang dachten wir, es muss nur der Kopfbau sein zur Völklinger Straße, der Einfallstraße von Düsseldorfer Süden. Hier kommen jeden Tag Zehntausende Autos vorbei. Die Überlegung war, können wir über das Kopfgebäude hinaus einen Campus entwickeln, eine ganze Tiefe des Grundstücks nutzen, weil dieses Grundstück führt zwangsläufig in den Hafen hinein, das neue Kreativviertel von Düsseldorf. Jeden Tag gehen hier Tausende von Menschen. Und daraus haben wir überlegt, wir erschließen das ganze Gebäude gar nicht von der Hauptstraße aus, sondern wir drehen das Ganze um. Das heißt, dass wir überlegen, dass wir eben aus der Rückseite einen Boulevard machen, der das Ganze so attraktiv macht, dass dort auch Ruhe ist, dass man dort auch Ein- und Ausgänge hat. Wichtig war für uns, hier ein einzigartiges Refugium zu errichten, was den neuen Arbeitswelten bestmöglichen Raum für Kommunikation und Kollaboration bietet. Das heißt, diese Dynamik soll auch zukünftig Teil der Unternehmenskultur sein. Dass es ein agiles Unternehmen ist, dass es auch offen ist für die Mitarbeiter, aber auch für all die anderen hier aus dem ganzen Kreativviertel, weil Kollaboration heißt heute vor allen Dingen in Netzwerken denken. Und diese Offenheit zeigen wir durch die Schuppung, durch die ganzen Lodgen, die wir haben. Man kann heraustreten aus dem Arbeitsalltag, kann auf die Lodge rausgehen, eine Zigarette rauchen, seine Liebste anrufen, einfach mal chillen, um im nächsten Augenblick schon wieder einzutauchen in kreative Arbeit. Wenn man etwas Besonderes macht und eine Begehrlichkeit entwickelt, die sonst andere nicht haben, kommt der Mieter zu uns und wir nicht zum Mieter. Ein wesentlicher Punkt bei dem Projekt war hier auch das Thema Parken, weil hier werden zukünftig 2500 Mitarbeiter arbeiten, der WPP-Gruppe, dem weltweit größten Medienkonzern. Das stellte uns vor eine Herausforderung aus umweltrechtlicher Sicht. Tiefgaragenbauwerke sperren das Grundwasser in seiner Fließrichtung. Und eine zweite Tiefgaragenebene, die wir hier benötigten, um ca. 526 Stellplätze abzubilden, hätte da einen wesentlichen Eingriff in diese Grundwasserfließrichtung beinhaltet, was vom Umweltamt negativ beurteilt worden wäre. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dann überlegt, wie wir das zweite Untergeschoss möglichst kompakt fürs Parken herrichten und sind dabei auf die Firma Lödige gestoßen, die uns das Ganze ermöglicht hat mit ihrem vollautomatischen Parksystem, sodass wir jetzt ein hybrides Parksystem haben durch ein klassisches erstes Untergeschoss, in dem sich dann 4 Übergabeboxen befinden, mit denen die Autos dann wie von Geistern, so wie Herr Lödige das immer gerne formuliert in seinen Filmen, in die Parkregale verlegt wird. Das heißt, eine Tiefgarage, die normalerweise eine Dimension von 12.000 Quadratmetern hätte, packen wir jetzt kompakt auf 2.400 Quadratmetern, 8 Meter tief in die Erde. Diese Komprimierung konnte Lödige Industries dank seinem platzsparenden Parksystem Kubile realisieren, da dies komplett auf Elemente wie Zufahrtsrampen und Gassen und auch Fußwege und Ausgänge verzichtet. Die PKWs stehen nicht nur dichter nebeneinander, sondern können auch doppelt tief geparkt werden. Die Kubile-Technik, die in Misal zum Einsatz kommt, parkt die PKWs verlässlich und besonders schnell ein und aus. Fahrer stellen ihr Auto in der Kabine ab, beantworten 3 Sicherheitsfragen und los geht's.
Der Pkw wird mittels Heber in die Parkebene gebracht. Dort fahren 2 Flachroboter unter das Auto und heben es an den Reifen an. Nun wird es auf ein seitwärts fahrendes Transfergerät gebracht, das es vor den vom System mittels intelligentem Algorithmus ausgewählten Parkplatz fährt, wo es abermals von den Flachrobotern abgestellt wird. Der Prozess dauert im Schnitt 60 bis 120 Sekunden. In Dänemark, wo Lödege Industries 2015 Europas größtes vollautomatisches Parksystem realisierte, wurden mit dieser Technik schon mehr als 1,4 Millionen Autos ein- und ausgeparkt. Schon in der Planungsphase unterstützte Lödege Industries den Bauherrn. Das Bauamt forderte eine Mindestanzahl von Stellplätzen. Das Umweltamt eine Reduzierung des Tiefbaus. Die Brandschutzdirektion äußerte Skepsis über derart große automatische Parksysteme innerhalb eines Brandabschnittes. Die maximale bis dato zulässige Größe für Brandabschnitte war 6.000 Kubikmeter. Das Parksystem in Misal hat 18.000 Kubikmeter. Alle 3 Behörden konnte Lödege Industries mit ihrer modernen Parktechnologie zufriedenstellen. 285 Parkplätze auf nur 18.000 Kubikmetern mit Genehmigung der Brandschutzbehörde. Wir sind aktuell dabei, den Stahlbau innerhalb dieses Tiefparkers zu installieren. Wie man hinter mir sieht, werden die einzelnen Betonmodule gerade eingesetzt, auf denen später die Fahrzeuge abgestellt und dann wieder aufgenommen werden. Aktuell haben wir 3 Ebenen. Die unterste Ebene ist regelkonform in Beton vergossen. Die Ebene 2 und 3 darüber liegend sind im Stahlbau ausgeführt. Man muss sich das wie ein Hochregallager vorstellen, mit einzelnen Fächern, wo die Fahrzeuge abgestellt werden. Ja, eigentlich müssten wir uns jetzt hier für eine Minute die Luft anhalten, weil wir ab der Oberkante der 2. Parkebene im Wasser stehen. Ja, Herr Kopicki? Ja, das stimmt. Aber wir haben ja Gott sei Dank vorgebeugt. Wir haben eine Dichtwand drumherum gemacht, ja, damit das Wasser hier nicht eindringen kann, und WU-Beton noch. Und haben hier 2400 Quadratmeter, auf 2400 Quadratmeter 8 Meter hoch erstmal eine Badewanne gebaut, damit Sie ihr hervorragend funktionierendes Parksystem hier einbauen können, das wir in Kopenhagen besichtigt haben. Das stimmt. Das war eine sehr große Zielsetzung, dass wir das Volumen einsparen. Denn ich kann mich an die Einstiegsgespräche erinnern, dass wir die Problematik hatten, dass wir kein zweites Untergeschoss bauen konnten, konventionell. Und daher mussten wir dann zu vollautomatischen Lösungen zurückgreifen. Und das dann auch in Zusammenarbeit mit Herrn Eller, was sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben das gerne aufgenommen, die Idee. Weil die Vorstellung, dass man jetzt nicht in ein klassisches Parkhaus hinunterfährt und eine Kurve, nächste Tiefgaragenebene, eine dritte und die vierte sein Parkplatz nicht findet, sondern man fährt einmal runter, dann fällt sein Auto ab, drückt einen Knopf und das Auto verschwindet. Das ist so das erste Erlebnis, wenn man als Mitarbeiter von WPP ankommt, dass man sagt, wow, das ist hier wirklich State of the Art. Und das wollten wir auch erzeugen. Also so wie wir über die Fassade, über die Dachgärten gesprochen haben, neue Arbeitswelten, Kollaboration, auch da. Wenn man morgens anfängt, sagt, boah, ich bin stolz hier zu arbeiten. Und da war Lödeke genau das richtige Produkt eigentlich. Das war ein echter USP für das ganze Gebäude eigentlich. Ja, das stimmt. Also wir haben eine durchschnittliche Ein- und Auslagerzeit zwischen 1 und 2 Minuten. Was einfach bedeutet, keinen Parkplatz suchen, stressfrei. Sie können direkt in Ihr Büro gehen und arbeiten und müssen sich dann nicht um Sucher, diese übliche Ärgernisse, die einfach in einem Parkhaus stattfinden, entfallen in diesem Fall. Und der wesentliche Aspekt, der Unterbau eigentlich für diese Entscheidung noch war ja der umweltrechtliche Aspekt. Ja? Und dass wir hier so wenig wie möglich in die Natur unter der Erdoberfläche eingreifen, wegen dieser Grundwasserfunktionen, die sehr, sehr wichtig sind, gerade fürs Bauen in der Stadt. Ja, das führt dann an anderen Stellen in der Stadt zu erheblichen Problemen, weil durch dieses Sperrbauwerk, das Bauen in die Tiefe, das Grundwasser an bestimmten Stellen viel schneller wird und droht dann andere Gebäudeteile zu unterspülen. Ja? Das heißt, nicht immer ist die Nachhaltigkeit die Gebäudehülle oder die Dachgärten, sondern hier schützen wir das Grundwasserlevel. Ja, das sieht keiner, aber das muss man auch mal sagen, weil auch da ist das Gebäude sehr wegweisend, muss man sagen. Also in Deutschland ist es das größte und aber ich glaube das Vorzeigeprojekt für den Umgang mit Parkraum in der Zukunft. Deutschlands größtes vollautomatisches Parksystem. Wegweiser für die Zukunft des Parkens.